Einen wunderschönen guten Mittag. Wir sind heute im Robberg Nature Reserve unterwegs und starten auf unsere nächste Wanderung, auf die sogenannte The Point Wanderung. Die soll super schön und abwechslungsreich sein. Wir sind total gespannt. Sie ist auch relativ lang, so 4-5 Stunden soll es alles zusammen dauern. Einmal hier um die Halbinsel rumzukommen. Sollten wir unterwegs müde werden, gibt es auch 2 Punkte, wo man abkürzen kann, um trotzdem hier zum Carpark zurückzukommen. Aber ja, noch sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die ganze Tour schaffen. Los geht's! Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, haben wir unseren Camper zum ersten Mal stehen gelassen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir euch mitgenommen auf unsere ersten Kilometer auf der Garden Route. Wir sind von Port Elizabeth nach Jeffreys Bay gefahren, haben unsere Drohne endlich mal wieder in die Luft schicken können und waren dann im traumhaft schönen Tsitsikamma National Park ausgiebig wandern. Im heutigen Video starten wir von Plettenberg Bay aus auf eine nächste Wanderung. Auf die vermeintlich schönste Tageswanderung der gesamten Garden Route. Wir erkunden das Robberg Nature Reserve, sehen dabei mehr Robben, als wir zählen können und genießen im Anschluss noch ein bisschen unser tolles Airbnb am Körbumstrand. Garden Route Teil 2, wir kommen! Los geht's! Wir befinden uns in diesem Video also in der Nähe von Plettenberg Bay und damit noch immer im östlichen Teil der Garden Route. Nur 8 Kilometer südlich von Plettenberg Bay liegt die Halbinsel Robberg mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet. Das ist wohl die Adresse für Naturliebhaber und Wanderfreunde. Hier kann man Robben und Seevögel und mit etwas Glück bzw. zur richtigen Jahreszeit auch Delfine und Wale beobachten. Hast du Bock? Jo. Cool. Es gibt 3 Rundwanderwege unterschiedlicher Länge. The Gap mit 2,1 Kilometern schafft man in rund 45 Minuten. Auf der mittleren Tour Whitsand ist man 5,5 Kilometer und rund 2 Stunden unterwegs. Und die Tour, die wir laufen, führt uns in 9,2 Kilometern in rund 4 Stunden einmal komplett rum um die Halbinsel. Oh. Ja, vorne. Ich sehe keine. Warte, da. Ah, da. Weißt du. Wie wahnsinnig schön ist das denn bitte hier? Mega. Wahnsinn, ne? Ja. What? Ein Traum, richtig? Traumhaft schön. Ja. Vor allem nachdem es den ganzen Vormittag über total bewölkt war bei uns, ist jetzt Ja. endlich hier die Da hinten auch immer Sonne rausgekommen. Ja, ja, da hinten, wo wir wohnen, da ist immer noch bewölkt. Aber hier ist ja perfekt blauer Himmel. Ja. Alter! Das ist schon ein bisschen Paradies, ne? Ja. Ja, komm, los. Aber es stinkt ganz schön. Wegen der Robben, glaube ich, ne? Ja.
Ja, das liegt schon stark in der Luft. Ja, das kann man nicht sehen, aber... Ja. Da, wegen dem. Hast du schöne Aufnahmen? I hope so. Wie war das mit wir freuen uns über den prallen Sonnenschein? Ich finde es immer noch besser als... Ja, ja, nein, auf alle Fälle. Nur hier, wo es gerade so ein ganzes Stück berghoch ging, merkt man das dann. Jo. Da unten sind bestimmt 50 Robben. Ja. Wow, das sind richtig viele Robben. Guck mal hier runter. Die Natur ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Also wir sind schon an einer steinigen Küste entlang gelaufen, dann durch so waldähnliche Stellen. Jetzt laufen wir gerade durch so eine Dünenlandschaft auf feinem Sandstrand, obwohl wir gerade relativ hoch sind. Schon interessant, ganz cool. Auf der Hälfte des Hinwegs. Du siehst so aus, als hättest du gehofft, dass wir schon weiter sind. Ich dachte, wir wären jetzt mit dem Hinweg fertig. Ja, sorry. Die Robben haben einen Pool. Ich will auch einen Pool. Ich will auch Pool. Okay, komm, das weiter. Let's go.
das scheiße hier. Ja. Ja, kann ich verstehen. Das nervt mich ein bisschen. Jetzt wieder runter? Preis geht wieder runter. Schon ganz schön anstrengend. Ja. Aber auch ganz schön schön. Auch schön, ja. Sondersee. Hallo, der Simon. Das war richtig geil erfrischend. Das Wasser ist kalt, aber also überhaupt kein Vergleich zum Atlantik, weil hier eben noch Indischer Ozean ist. Ist einfach ja, richtig gut erfrischend. Das Wasser ist total klar, also man kann irgendwie locker 3 Meter gucken. Ich habe mir jetzt nicht weit reingetraut bei diesen starken Wellen. Aber ja, wenn ihr hierher kommt, nehmt auf jeden Fall Schwimmzeug mit, weil das ist ein Traum. Es geht auch mit Boxershorts, aber es ist ja schon schöner, wenn man irgendwie auch mal ein Handtuch dabei hat. Ja, richtig cool. Genau das Richtige nach einer langen Wanderung. Und jetzt sind es noch 800 Meter zurück bis zu dem Gap und dann wahrscheinlich nochmal 800 Meter ja, bis zum Carpark. Und dann war es das. Richtig cool. Können wir absolut empfehlen. Und auch wenn ihr ja, nicht so Lust habt, so richtig weit zu laufen, wie gesagt, bis hierhin vom Parkplatz sind es 1,5 Kilometer. Allein das lohnt sich total. Die ersten 100 Meter sind super schön und hier eben auch ganz, ganz klare Empfehlung fürs Ropberg Nature Reserve. Bist du in deinem Element? Ja, Ja, ne? Strand ist mein Element. Das ist der Strand, Tina. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zum Privatstrand, der auch noch zu dieser Anlage dazu gehört.
Mal schauen, wie es da so aussieht. Ist schön. Es ist auch nicht zu viel los. Es sind 2 Menschen, die 100 Meter entfernt. Ja, du kannst dich auch noch deine Pasta einpacken. Ja. Und jetzt ist er gekommen, der Moment. Wir müssen aus unserem wundervollen Airbnb hier in Plettenberg Bay ausziehen. Wir packen gerade unsere letzten Sachen zusammen und starten dann ja, weiter die Küste entlang. Wir wären wirklich gerne hier noch länger geblieben und hätten uns mehr von Plettenberg Bay und der Umgebung angeschaut, denn es ist wirklich super schön, aber ja, unsere Zeit in Südafrika ist begrenzt. Sie neigt sich langsam dem Ende entgegen und es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wir uns anschauen wollen. Wir fahren als nächstes noch mal ein ganz kleines Stück zurück, wollen uns noch einen ganz tollen Strand anschauen im Nature's Valley und fahren dann in Richtung Westen, in Richtung Kapstadt. Da werden wir heute noch nicht ankommen, noch lange nicht. Aber ja, da gibt es noch einiges zu erkunden. Das zeigen wir euch aber alles erst in der nächsten Woche. Dieses Video beenden wir jetzt hier. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut uns, dass ihr ja dann bis zum Ende dran geblieben seid. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.